petit réseau qui vient de naître. Ça serait bien qu'on on multiplie les actions en collaboration avec les Européens et que ça soit au même temps pour que ça soit plus fort. Et c'est plus ça, en fait, dont on a besoin. Es geht eigentlich darum, dass wir als Lohnabhängige an verschiedenen Orten in der Welt eine Art Arbeitsbeziehung entwickeln, wo wir merken, wir sind eigentlich Teil desselben. First of all, networking is the most important thing for us, like meeting with international groups and then sharing the common problems. And second of all, solidarity. We meet activists from all along these routes where the migrants are traveling. The activists have to meet personally to trust each other, and such conferences like this is a good opportunity. Wir haben ja die Auseinandersetzung hier um die vielen Wohnungen, die im Ruhrgebiet an transnationale Finanzinvestoren veräußert wurden. Und es ist einfach so das einfachste Beispiel, da geht es nicht nur darum, dass man irgendwie Solidarität zeigen muss, weil anderswo Leute zwangsgeräumt werden, sondern wir haben direkt einen transnationalen Gegner und müssen eigentlich international Bündnispartner finden, um dagegen anzukommen. Necesitamos combinar, como decíamos, las luchas en los distintos territorios de Europa y a nivel mundial, y hay que ser flexible y antidogmático en eso, buscar todas las posibilidades. Hemos ensayado las estructuras más burocráticas durante muchos años, que tienen sus problemas enormes, que al final solo se relacionan, se coordina por encima y no por abajo. También hemos intentado, a través de los foros sociales, del zapatismo y de muchas redes, crear cosas muy horizontales y muy abiertas. Ha sido una experiencia, creo, muy interesante, pero que no ha llegado a acumular el poder necesario para hacer frente a los poderes capitalistas y torcerle su voluntad. Entonces creo que estamos en una muy buena oportunidad para buscar nuevas vías de colaboración transnacional, en donde se combine las redes más abiertas con organización, con un cierto funcionamiento, identidades, unas declaraciones de principios claras, radicales, de que sean como un poco la guía. On a un réseau d'alerte, et dès qu'il y a une alerte et une menace sur un mouvement, que ce soit sur un quartier, sur des villages, sur un collectif de travailleurs, à ce moment-là, c'est l'ensemble des pays qui vont se mobiliser. Comme en Espagne, ils ont les problèmes que l'on sait d'expulsion, nous, à Paris, on a réquisitionné un immeuble. Cet immeuble appartient à un promoteur espagnol, un holding espagnol. Cet holding, il est logé aux Pays-Bas, il a des actions au Luxembourg, il a des actions à Chypre, etc. Donc nous, on va faire une alliance avec les Espagnols, nous, on va manifester pour les Espagnols, contre les expulsions, et eux vont manifester contre l'expulsion demandée par le promoteur de l'immeuble réquisitionné de la holding espagnole à Paris pour mettre des familles qui vivent dans des taudis ou dans des hôtels et même en errance urbaine. Ça, c'est des choses concrètes. I think the main obstacle might be comparing the cities in the common ground, because cities have different histories, especially cities have different economic development. So maybe if we start with comparing these cities which have the same economic development, such as if we compare with Istanbul, Sao Paulo, Cairo, Mumbai, that might be, or a city from China, that might be okay. We can see more common problems in here, because the neoliberal policies in those cities reflect themselves more clearly. But if we start with comparing Istanbul and Berlin, it will be difficult to find these common problems. I think that's the main obstacle. Ja, Hindernisse haben wir viele. Das sind natürlich einmal Ressourcen, dass das eine Arbeit ist,
die sehr wenig Großorganisationen unterstützen. Das heißt, wir haben in den 70er, 80er Jahren hat interessanterweise unser Netzwerk wesentlich mehr Ressourcen gehabt. Damals gab es Kirchen, es gab alle möglichen Stiftungen, wo es dafür Geld gab. Und früher, das hat sich eher verbessert, war die Kommunikation ein Riesenproblem. Ich erinnere mich noch vor 20 Jahren, Telefonanruf nach Brasilien, das war super kompliziert, super teuer. Das kostet halt nichts mehr. Du kannst Skype, du kannst dich sehen, also Kommunikation ist sehr viel einfacher. Das ist ein Vorteil. Allerdings haben wir auch gemerkt, es ersetzt nicht die direkte Begegnung. Solche Konferenzen, wie wir sie hier jetzt machen bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung oder Austausche, die sind absolut notwendig, sich kennenzulernen, Vertrauen aufzubauen, Strategien zu entwickeln, um überhaupt solche Netzwerke nutzen zu können. Also es ging nicht nur übers Internet. Asylum seekers cannot leave their own countries. It's not possible for an asylum seeker in Germany to leave Germany. So it's also a barrier. We have to go to them. Au niveau des jeunes, maintenant, activistes en Tunisie, c'est un grand obstacle, c'est qu'on n'a pas vraiment très confiance. Donc avant de collaborer avec des activistes, même des activistes de base indépendants, et on est sûr peut-être qu'ils ne font pas partie d'une grande organisation qui va profiter, on a un peu de recul par rapport à ça et on reste avec l'esprit critique parce que c'est très important aussi pour nous que nos réseaux et tout ce qui va suivre maintenant la construction de notre pays soit totalement indépendant de l'intervention étrangère. Et dans un contexte général international, je dirais le problème, maintenant dans le contexte pays sud, pays nord, la relation entre les deux, ça reste toujours l'obstacle de la frontière. Donc ça, c'est un des problèmes qu'on peut avoir si on veut créer des mouvements sociaux des deux côtés de la Méditerranée, par exemple. Also wir haben ja mit dem alltäglichen Rassismus auch so zu kämpfen und wie schafft man überhaupt eine Struktur, die sich an den Interessen orientiert und nicht an irgendwelchen kulturellen Identitäten. Das ist ja immer schon ein Problem, ne? Das ist sicherlich, wenn man das so sieht, ein Hindernis. Sonst auf den anderen Ebenen ist ein Hindernis sind natürlich fehlende Ressourcen. In Europa ist immer ein riesiges Problem, auch im Unterschied zu Lateinamerika, den Netzwerken, die es da gibt, die Sprachenvielfalt und dass man dann die Sprache nicht kann, die Ressourcen, die man da allein für das Übersetzen und für das sich gegenseitige Verstehen, auch unter Nachbarländern, was man da alles braucht. Vor allen Dingen, wenn man nicht nur, dass ein paar Vertreter und Expertinnen oder Organizer sich treffen, sondern wenn man erreichen will, dass die Leute selber miteinander kommunizieren, das ist so ein sehr großes Hindernis, nicht? Tenemos por un lado las organizaciones realmente de base que queremos cambiar esta realidad desde un punto de vista radical y de confrontación. Tenemos siempre problemas que hay pocos recursos, pocos militantes y mucha cantidad de actividad, ¿no? Entonces, el trabajo local muchas veces nos toma todo el tiempo. Das heißt, auch die großen Gewerkschaften haben oft kein Verständnis von internationaler Arbeit als Arbeitsbeziehungen, dass man wirklich versucht, gemeinsame Praxen zu entwickeln, gemeinsame Forderungen. Das merken wir, ist oft tatsächlich sogar ein richtiges Hindernis, nicht nur ein Fehlen von Unterstützung, sondern auch ein Hindernis. Lo que tenemos que revertir son los problemas de, como decía, de dogmatismo, de que no podemos querer que nuestro ideario y nuestro punto de vista sea el de todo el mundo. Tenemos que escuchar y negociar entre la izquierda. Tenemos que ser claros en que la estrategia reformista y de consenso y de acuerdo y de la lucha por el empleo, la competitividad y la situación local, eso ha fracasado, pero tenemos que siempre tender puentes, hablar, intentar comunicar con las bases de todas estas organizaciones de cara a, y sobre todo, unidad en la acción y en una determinada línea de acción. La première chose, la curiosité. Si tu n'es pas curieux des autres, tu ne connaîtras pas les autres. Donc d'abord, c'est la chance de la nouvelle technologie aujourd'hui, c'est qu'effectivement, avec un peu de curiosité, tu vas trouver, quel que soit l'endroit, la lutte qui s'y déroule, comment ça s'articule, comment ça se pense, comment ça se construit, etc. Ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est la première chose, c'est la curiosité. Deuxième chose, c'est comment on rentre en contact. Et bien, grâce à des réunions comme celle-ci, ou comme le forum à Tunis, etc. et tout.
Parce que tout le monde râle après les forums en disant « ouais, c'est la jet set, il y en a marre, etc. » C'est de l'hypocrisie parce que tout le monde râle, mais tout le monde y va parce qu'on sait bien que c'est là que ça se construit, du réseau. C'est là qu'il y a de la rencontre, y compris des mouvements qui ont peu de moyens. Ils vont se dire au moins une fois par an on se rencontre. C'est important pour faire la connaissance de l'autre, l'analyse de l'autre, l'alternative de l'autre, etc. Donc je pense qu'une rencontre comme aujourd'hui, c'est pas un petit truc. C'est aussi important que celle de Tunis. Actually, this kind of international meetings, it is like the most important communication tool for us, like cross solidarity. And besides them, we have international students in our group, and we have journalists who work abroad. So they bring a lot of connections. They are the network of our group, actually. Gerade durch das Internet gibt es natürlich ein paar neue Kommunikationswege. Also das fängt an in Absprachen, dass wir uns vorher treffen mussten. Heute ist tatsächlich sowas wie Skype möglich, dass ich aus 5 Ländern 2-3 Stunden zusammensetzen kann. Wir haben manchmal so eine, wir nennen das Videobotschaften, wo wir bestimmte Fragen, wo wir eine bestimmte Arbeit vorstellen. Wie organisiert ihr zum Beispiel euch gegen prekäre Beschäftigung? Was macht ihr dafür? Dass man das nicht nur verschriftlicht macht, sondern dass man kleine Interviews macht, die man relativ einfach versenden kann. Das war früher eigentlich für uns zumindest nicht möglich. Heute kann man das mit relativ wenigen Mitteln machen. Das ist sehr viel anschaulicher und hilft einem sehr viel in der konkreten Zusammenarbeit. En Tunisie, on le sait, je crois, tout le monde utilise Facebook. Donc Facebook aussi, c'est un outil, un réseau social très connu en Tunisie. On l'utilise énormément pour nos actions et pour la mobilisation. Faire des conférences, que ce soit en Tunisie ou ailleurs, et inviter les 2 personnes, en fait, inviter les activistes de plusieurs pays, ça c'est très important. Ça va créer un échange beaucoup plus solide que Internet déjà. Et beaucoup plus concret. Wir haben jetzt hier experimentiert mit Pads, also Etherpads, dass man dann gleich die Dokumente, die man für die Vorbereitung braucht, dass man die schon kollaborativ in gemeinsamer Arbeit erstellt und die Auswertung wird auch so sein. Und das glaube ich, mir ist das sehr wichtig, dass wir schaffen eigentlich keinen Zusammenhang, keinen internationalen Zusammenhang, wenn wir nicht zwischen solchen Begegnungen, also die Begegnungen, die Events und so sind wichtig für das Aufbau von Vertrauen und dass man sich gegenseitig kennt, aber damit allein kann man auf keinen Fall eine relevante Arbeit schaffen. Wir müssen also Formen finden, zusammenzuarbeiten zwischen irgendwelchen wahnsinnig teuren Treffen. Und dafür sind, glaube ich, jetzt so etwas wie Etherpads oder Wikis, an denen man zusammen auch an Texten dann arbeitet und gleichzeitig chattet und sich mal verabredet, ganz wichtig. Bueno, a nivel internacional también está claro que para mantener un seguimiento necesitamos el internet, los correos, las videoconferencias. Esto te permite realizar debates, consensuar documentos, comunicar, es muy muy importante. Ahora, nuestra experiencia es que también junto a esta comunicación virtual o de documentos y tal, hace falta encuentros personales.